Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Hallo zusammen. Ihr habt uns letztens ganz viele Fragen gestellt und wir sind super dankbar dafür. Wir möchten auch darum versuchen, in diesem Video auf möglichst viele davon zu antworten. Alle schaffen wir aber leider nicht. Es waren einfach viel zu viele Fragen. Ja, aber wenigstens die meistgestellten Fragen wollen wir hier beantworten. Und wir haben auch ein paar Fragen zusammengestellt, sodass wir da noch mehr Infos reinpacken können. Genau. Und das Ganze haben wir ein bisschen aufgeteilt, damit es eine gewisse Struktur hat. Es sind Fragen über uns persönlich, dann aber auch Fragen über die Reise allgemein, was jetzt ist, was nach der Reise ist. Und ein ganz großes Thema war Finanzen. Was kostet so eine Reise? Wie können wir uns so eine Reise finanzieren? Und was verdienen wir damit mit YouTube und sonstigen Sachen? Genau, also dann legen wir doch gleich mal los. Darauf werden wir immer wieder angesprochen, denn es ist immer noch so verwirrend, teilweise auch für uns. Wir können nämlich diese Frage auch gar nicht klar beantworten. Nee. Also ich habe ja Hintergründe in Österreich, Tschechien, Schweiz, habe in diesen 3 Ländern auch gelebt, da kommen auch die Sprachen her und für mich ist es echt schwierig zu sagen, dieser eine Ort ist für mich Heimat, denn ja, dieser Heimatbegriff ist einfach mit der Zeit schon verwässert. Ja, und bei mir ist es ja auch ähnlich. Also ich bin in der Schweiz groß geworden, meine Mutter ist Spanierin, mein Vater ist Italiener, deshalb spreche ich auch mehrere Sprachen. Ich habe früher immer gesagt, ja, die Schweiz ist meine Base, mein Zuhause. Wir sind dann aber vor etwa 10 Jahren ausgewandert nach Tschechien und jetzt durch diese Reise haben wir gemerkt, dass wir nicht mehr wirklich so dieses eine Zuhause haben. Ist schwierig irgendwie zu erklären, weil wir uns so losgelöst haben von allem. Also wir haben ja gar nichts mehr gefühlt zu Hause. Als ich nach Tschechien ausgewandert bin, habe ich mich so frei gefühlt, weil ich halt einfach mein ganzes materielle Leben einfach abgegeben habe. Und jetzt, als wir mit der Reise losgefahren sind, vor etwa 4 Jahren, kam das nochmals. Also wir haben uns ja nochmals verkleinert von der Wohnung in diesem Van. Und zu sagen, wo unser Zuhause ist, sehr schwierig. Ja, ich glaube, wir merken schon, dass wir zuletzt in Tschechien gelebt hatten. Daher kommt ja auch das tschechische Kennzeichen vom Auto. Genau. Und da sind noch ein paar Kisten in einem Kellerabteil. Aber ansonsten ist es auch nicht der Ort, wo wir sagen würden, dahin gehen wir zurück nach Hause. Also als wir jetzt auch im Sommer in Europa waren, im Heimaturlaub, da haben wir immer gesprochen, ja, wann gehen wir wieder nach Hause? Und da haben wir vom Van in Uruguay gesprochen. Ja. Also es ist, ich glaube, für uns kein ortsgebundener Begriff mehr. Ich glaube, vor allem am Anfang hatte ich ein bisschen mehr Mühe damit, dass ich nicht meinen Ort für mich habe. Das hat man ja ansonsten in einem klassischen Alltag viel eher, dass man mehr für sich ist oder mit Freunden und nicht 24/7. Genau. Und nicht 24/7 mit dem Partner auf kleinem Raum unterwegs ist. Wir arbeiten zusammen, wir reisen zusammen. Wir haben aber auch unterschiedliche Rhythmen. Also ich bin Morgenmensch, ich möchte gerne morgens aufstehen und losstarten und Roberto findet, ich bin dann schon der Stressfaktor, weil Roberto gerne noch ein bisschen länger liegt, dafür aber am Abend mehr Energie hat. Also wir sind da ein bisschen so aneinander vorbei und da wäre natürlich ein zusätzlicher Raum schon nochmal praktisch. Ja. Für mich ist es eigentlich okay, ich kann ja auch mal spazieren gehen und ich bin auch recht gut darin geworden, einfach Kopfhörer zu nehmen, was Musik oder einen Podcast zu hören oder so. Und dann rundherum alles auszublenden, auch Roberto. Für mich ist es auch anders. Also ich bin da eher ein extrovertierter Mensch. Also für mich ist quasi dieser Rückzugsort, alleine zu sein, ich brauche das viel weniger. Also sobald wir irgendwo ankommen, lerne ich gerne neue Leute kennen, unterhalte mich gerne mit den Leuten, bin gern kommunikativ mit den Menschen. Und dann hat Jessie quasi hier drin ja ihre Zeit für sich. Und ich kann mich austoben draußen und das gibt mir halt einfach auch mehr. Aber auf der anderen Seite, klar, auch ich habe ab und zu mal Tage, wo ich denke, hey, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause für mich. Und dann kann Jessie irgendwo wandern gehen oder was unternehmen. Dann habe ich meine Zeit hier. Also ich glaube, mit der Zeit jetzt über die Jahre haben wir gemerkt, wie wir miteinander ticken. Wann braucht die eine Person seinen Freiraum. Und ich glaube, mittlerweile haben wir das schon ziemlich gut im Griff, oder? Ich glaube schon, ja. Ab und zu gibt es Abende, wo wir einfach hier sitzen, ein Video schauen, einen Film schauen
und wo wir uns einfach anschweigen. Also nicht, weil wir halt irgendwie eine Diskussion hatten, weil wir eine Diskussion hatten, sondern weil wir den ganzen Tag irgendwie zusammen aufgenommen haben, zusammengearbeitet haben, vieles unternommen haben, vieles gesehen haben und dann ist halt der ganze Tag sehr kommunikativ gewesen und da muss man am Abend auch nicht noch zusammen die Sachen besprechen, habe ich so das Gefühl. Also es ist ja nichts Schlechtes. Ist ja nicht so, dass man dann sich anschweigt, weil was Schlechtes ist, sondern halt einfach, weil man auch gerne mal die Ruhe genießt, oder? Ich glaube, man kann auch so ein bisschen zusammen für sich sein. Ja. Irgendwie, dann ist man halt nebeneinander im selben Raum. Aber es ist ja auch schön, wenn man sich mal wortlos versteht und das einfach akzeptiert, wie es ist. Und ist ja auch schön, wenn wir mit anderen Reisenden zusammenreden, dass es denen genau gleich geht. Weil halt 24/7 zusammen zu sein, da geht irgendwann mal der Gesprächsstoff einfach. Ja, geht's aus wirklich? Ich glaube, es ist eher, dass man nicht mehr das Bedürfnis hat zu kommunizieren. Ja. Ich glaube, Themen hätten wir genug. Ja. Also wir haben uns jetzt nicht abgesprochen. Ich bin sehr gespannt, ob wir die gleiche Meinung haben hierzu. Ich glaube, ich bin nachtragender. Okay. Nicht? Ja, ich glaube auch. Ja. Bei mir braucht es ein bisschen mehr Zeit, bis ich quasi runterkomme, bis ich das verarbeitet habe. Aber es kommt auch je nachdem, was wir für einen Streit haben. Genau, also wenn ich schuld bin, dauert es natürlich länger. Wenn Roberto schuld ist, dann geht das ganz schnell. Genau, so ist es. Nee, stimmt nicht. Nein, ich glaube, es ist eher eine Typfrage. Ja. Ich glaube, dich beschäftigt sowas einfach noch ein bisschen länger. Und bei mir ist es so, ja gut, jetzt haben wir das Thema durch, machen wir weiter. Mir ist es das nicht wert, so viel negative Energie auf sowas zu verschwenden. Und ich kann dann das einfach besser umsetzen, glaube ich. Ja, ich bin eher so ein Kopfmensch und bei mir rattert es die ganze Zeit. Wieso haben wir die Diskussion angefangen? Was war der Auslöser? Ich kann das nicht einfach vergessen. Ich muss quasi einen Grund finden, wieso das passiert ist, um dann ja, vielleicht auch daraus zu lernen, wie wir das in Zukunft vielleicht meiden könnten. Und funktioniert's? Nicht immer. Aber ich versuche es zumindest. Einer muss ja. Unser ursprünglicher Plan war ja gewesen, innerhalb von 2 Jahren ganz klassisch von Alaska bis nach Ushuaia zu fahren. Wir waren in Alaska, wir waren jetzt aber auch in Ushuaia, also könnte man sagen, die Reise ist vorbei. Ist sie aber nicht. Wir haben viel zu viel Zeit in Nordamerika verbracht und dann in Mexiko und irgendwie haben wir dann irgendwann mal gemerkt, hey, die Zeit läuft uns davon und mit Zeit ist nicht die Zeit an sich gemeint, sondern halt die Jahreszeiten, denn auch hier gibt es gewisse Jahreszeiten, wo man reisen kann, wo es auch sinnvoll ist zu reisen. Zum Beispiel Ushuaia hat eine ganz kurze ideale Reisezeit, genau. Und da will man halt da unten sein, also man will da nicht hinfahren, wenn es minus 30 Grad ist und 2-3 Meter hoher Schnee auf der Straße ist. Deshalb haben wir uns dann irgendwann mal auch entschieden, quasi von Panama nach Uruguay zu verschiffen und um quasi jetzt klassisch die untere Route zu machen. Genau, also wir sind jetzt eigentlich gestartet mit ganz vielen anderen, die erst in die Panamerikaner starten und von Uruguay runter nach Ushuaia fahren und jetzt in Richtung Norden bis Kolumbien. Viele werden dann weiter nach Norden verschiffen. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf den Teil Patagonien, wo wir zwischen Argentinien und Chile hin und her wechseln und langsam in Richtung Norden fahren. Von Chile aus geht es dann nach Bolivien. Eigentlich alles Richtung Kolumbien. Vielleicht machen wir zwischendurch noch einen kleinen Schwenker über das Pantanal in Brasilien. Das soll ja wahnsinnig schön sein. Paraguay. Dass wir da vielleicht so eine Schlaufe machen und dann weiter in den Norden reinfahren. Ich würde sagen, unsere Hauptquelle an Informationen ist eigentlich das, was wir so rundherum hören und mitkriegen von anderen Reisenden, von Freunden, die eben auch reisen, die vielleicht auch schneller sind als wir und uns Tipps weitergeben können, aber auch was wir von Locals erfahren. Wenn ich überlege, am Anfang haben wir viel Zeit verbracht mit Blogs lesen, mit Videos gucken, ganz viel einfach Online-Recherche und das ist so gut wie weggefallen. Ja. Also ich glaube, wir wissen schon ungefähr, welche Spots wir unbedingt besuchen wollen, aber dazwischen liegen vielleicht dann 2.000, 3.000 Kilometer und dazwischen
gibt es auch noch sehr viele schöne Sachen, die man besuchen kann. Und da, ja, wie Jessie meinte, entweder von Leuten, die halt vor uns am Reisen sind oder die Panamerikaner schon befahren haben oder halt eben die Locals, die uns immer wieder auch Tipps geben von Sachen, die halt niemand kennt oder sehr wenige Leute kennen. Wir haben uns nicht festgelegt, wie lange wir jetzt noch unterwegs sein wollen. Wenn wir im Reisetempo unterwegs sind, wie jetzt die letzten 2-3 Jahre, dann müssten wir nochmal 2 Jahre Südamerika einrechnen, wenn nicht noch mehr. Ja. Ich glaube aber, da gehen auch unsere Vorstellungen ein bisschen auseinander. Ich glaube, wir spüren beide, dass die Reise nicht mehr endlos lange sein wird. Also wir haben schon ein bisschen so das Gefühl, ja, wir wollen auch ein bisschen selektiver reisen und das ein bisschen anders gestalten, aber ich glaube, von mir aus könnte es nochmal 2 Jahre dauern. Ich glaube, für dich nicht unbedingt. Nicht unbedingt, nein. Also ich merke schon, also die Zeit, die wir jetzt auch zu Hause hatten, die hat mir persönlich auch richtig gut getan. Irgendwann mal kommt bei mir so auch der Punkt, wo ich, ob jetzt der See noch schöner ist als die 1000 andere Seen, die wir gesehen haben, ob das einen Unterschied für mich macht oder nicht, ja, das ist so ein Ding. Klar gibt es gewisse Sachen, die wir unbedingt auch sehen wollen und da freue ich mich auch drauf, aber ich muss jetzt die Reise nicht ins Unendliche quasi ziehen, ja. Ja, ist so. Ist so. Wenn man sich überlegt, wie lange wir jetzt in Südamerika noch sein wollen, kommt man eben auch zur Frage, was kommt danach? Und wir verbringen tatsächlich selber auch gerade viel Zeit damit, da unsere Möglichkeiten zu besprechen, und wir haben ein paar Ideen. Ja. Das Problem ist nur, wir müssten uns entscheiden, weil ein paar Ideen sind richtig cool und wir würden uns auf mehrere davon freuen. Dann ist aber die Frage, wie lässt sich das umsetzen? Und es ist ja auch immer eine finanzielle Angelegenheit. Also man könnte sagen, okay, wir verschiffen nach Südafrika und fahren da die Küste hoch, oder wir verschiffen nochmals in den Norden hoch oder nach Australien oder wo auch immer. Also zu sehen gibt es ja richtig viel. Also es ist ja nicht so, dass man nichts machen könnte. Aber ich glaube, wie wir ja schon vorhin gesagt haben, wir merken, dass wir halt nicht unendlich lange, also ich zumindest unendlich lange reisen möchte. Zumindest nicht am Stück. Ja. Und da wird es vielleicht schon eher Sinn machen, dann nach Hause zu verschiffen, um sich da neu zu sortieren und auch vielleicht auch eine Base zu haben, weil wo wir wieder dabei sind, wo ist dann zu Hause? Wo ist zu Hause, ja. Aber auf jeden Fall mal nach Europa, halt ein bisschen Komfortzone, vielleicht eben bei Familie und Freunden einfach mal ein bisschen runterkommen, sich neu sortieren und dann nochmal vielleicht besser rauszuspüren, was wir als nächstes machen möchten. Ich meine, vielleicht verschiffen wir nochmal nach Nordamerika. Wer weiß, also keine Ahnung. Und wir haben ja, also ein Projekt wartet ja auf jeden Fall in Europa schon auf uns. Der Synchro, der wartet auf jeden Fall. Ja. Und ich würde persönlich halt liebend gern mit dem Synchro Nordamerika bereisen, also Kanada, USA, Alaska. Die Länder halt wirklich mit dem Synchro zu bereisen, wäre richtig cool. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass wir zu Hause vielleicht wirklich eine kleine Base haben sollten. Wobei eben, wie Jessie meinte, wo es zu Hause ist, da haben wir uns aber eigentlich schon festgelegt, dass es ein Land sein muss, wo wir beide die Sprache können, oder? Ja, womit ja eigentlich Tschechien quasi... Tschechien wäre so das Einfachste, um wieder reinzukommen, weil wir da zuletzt waren. Aber auf Dauer in einem Land zu leben, wo man die Sprache nicht kann, und Tschechisch ist einfach zu schwierig, um es zu lernen. Das kann man echt nicht verlangen. Ich spreche Tschechisch, darum weiß ich, wovon ich rede. Wir müssen schon beide klarkommen. Also wir haben gewisse Ideen, die aber noch nicht spruchreif sind. Und da müssen wir auch schauen, wenn wir jetzt zurück in Europa sind, wie sich das realisieren lässt. Wie gesagt, es ist auch immer eine finanzielle Sache. Wie läuft es auch mit YouTube weiter? Können wir uns dieses Leben mit den Einnahmen, die wir mit YouTube und anderen Sachen haben, quasi leisten? Ist das möglich? Oder müssen wir halt dann einfach irgendwann sagen, hey, es war eine schöne Zeit und wir gehen wieder arbeiten, haben einen 9-to-5-Job und ja, muss man halt eben gucken. Aber ich glaube, zu den Finanzen kommen wir nachher gleich noch. Ja. Da reden wir auf jeden Fall noch mal mehr im Detail drüber. Der Synchro ist ja noch in einem sehr rohen Zustand. Ja. Da muss auf jeden Fall noch einiges gemacht werden. Und als erstes gehen wir natürlich mal das Technische an.
der muss einfach technisch auf Vordermann gebracht werden und wir wissen ja noch nicht mal genau, was da alles gemacht werden muss. Ja, ich glaube, das ist sicherlich mal das Erste, was wir machen werden, wenn wir das Thema Synchro dann in Angriff nehmen werden. Dann kommt natürlich auch der Ausbau und der Ausbau, der muss dann auch so zu dem stimmen, wie wir dann quasi reisen möchten. Also das wird sich dann dementsprechend auch zeigen. Wir sammeln zurzeit sehr viel Inspirationen von anderen Leuten. Wir lernen ja auch immer wieder Leute mit dem T3 hier auf der Panamericana kennen. Flo und Lena, die haben einen richtig coolen T3, da haben wir uns ganz viel schon abgeschaut. Da werden sicherlich noch einige Sachen kommen, die wir uns einfach aufschreiben und dann, wenn wir zu Hause sind, dann quasi umsetzen oder versuchen umzusetzen. Ja, oder? Und die Idee ist tatsächlich schon auch, das auch hier auf YouTube mit euch zu teilen. Ja. Da haben wir auch ein paar Fragen dazu bekommen. Ich glaube, da sind schon ein paar Leute neugierig drauf. Und, also wir sind auch neugierig und vielleicht entdecken wir das dann zusammen. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man die Panamericana befahren will. Also in unserem Setup, wir arbeiten, wir sind auch froh, wenn es mal schlecht Wetter draußen ist, dass wir uns einfach hier drin verkriechen können. Von dem her, in diesem Falle würde ich sagen, nee, wir hätten, glaube ich, die Panamericana trotzdem lieber mit Jimmy gemacht als mit dem Synchro, oder? Ja, ich finde es schwierig, also ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, das mit dem Jimmy gemacht zu haben. Oder zu machen, wir sind ja zu machen, ja. Also manchmal merkt man, vielleicht würde man sich mit einem Offroad-fähigeren Fahrzeug noch mal ein bisschen wohler fühlen oder so. Aber ich glaube, wir können an einer Hand abzählen, an welche Orte wir nicht gekommen sind, weil wir eben mit Jimmy unterwegs sind, ohne Allrad, ohne Sperren, ohne Untersetzung. Ich glaube, wir hätten es vielleicht ein bisschen mehr gesucht, hätten wir diese Fähigkeiten beim Auto. Aber auf der anderen Seite ist das doch unser Zuhause. Also wir fahren damit nicht durch Stock und Stein, bis alles auseinanderfällt. Also wir leben hier drin über mehrere Monate, Jahre. Also ist es so, wenn was kaputt geht, dann muss man zur Werkstatt fahren, dann muss man sich ein Airbnb mieten oder ein Hotel oder muss in der Werkstatt schlafen. Alles Sachen, die wir eigentlich nicht wollen, weil es kostet und weil es halt wirklich auch nicht geil ist. Also man will ja... Die Zeit geht verloren. Genau, man ist ja hier in seinem Zuhause. Ich glaube, wenn wir die Reise anders gestalten würden, dass wir sagen, hey, wir nehmen nicht auf, wir gehen jetzt für 3-4 Monate irgendwo hin, lassen da die Sau raus, dann würde ich auch... Dann kann es, glaube ich, schon echt cool sein. Ja, dann könnte es auch richtig schnell eskalieren. Jetzt für diese Reise, für so eine lange Reise, würde ich das Fahrzeug nicht tauschen wollen. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, es ist wirklich auch eine sehr individuelle Frage und eben auch Antwort, weil es immer auf die eigenen Ansprüche an die Reise geht und auch an das Fahrzeug und wie man das alles gestalten möchte. Und das ist auch das Schöne an dieser Reise. Also wir sehen ja so viele verschiedene Fahrzeuge und Möglichkeiten, die Panamericana zu bereisen, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad, mit einem Dreirad, mit einem normalen PKW, mit einer Vespa, mit allem Möglichen, also LKWs. Tuk-Tuk gesehen. Ja, genau, ein Tuk-Tuk, ein LKW, ein Kastenwagen. Also es gibt wirklich unzählige Fahrzeuge und ich glaube, jede Person, die mit dem Fahrzeug unterwegs ist, für die Person wird das Fahrzeug stimmen, weil man sich ja damit auch auseinandergesetzt hat. Ja. Und die für Bedürfnisse so individuell sind. Ja. Absolut. Es macht schon eigentlich keinen Sinn, mehrere Camper zu haben. Man ist ja doch immer nur mit einem unterwegs zurzeit. Oder man verstreitet sich und dann fahren wir mit 2 Fahrzeugen unterwegs. Okay, aber dann streiten wir noch mehr, wer mit welchem unterwegs sein darf, weil, ja. Gut, auf jeden Fall mit dem Jimmy haben wir ein paar Szenarien, was wir machen könnten. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine finanzielle Frage, weil eben 2 Autos muss man ja auch irgendwie maintainen und das kostet auch was. Ich hatte ja mal die Idee, man könnte sich ja mit dem Jimmy eine zweite Base irgendwo aufbauen, denn wir haben ja einen 10-Jahres-Tipp für Mexiko für den Jimmy. Der darf 10 Jahre in Mexiko stehen. Und mittlerweile nur noch 7 oder 8. Ja gut, aber trotzdem, man könnte den ja dahin verschiffen, da stehen lassen und dann hat man ja quasi was in Mexiko, wo man immer hin kann. Ja, ist vielleicht eher so ein bisschen scherzhaft. Wir wollen ja nach Paraguay fahren und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Fahrzeug ja vor allem vom Rost
zu befreien. Ja. Ich glaube, danach sehen wir das Ganze auch wieder ein bisschen anders und ich glaube, wir würden dann trotzdem nach Hause verschiffen mit dem Van und keine Ahnung, was danach ist. Also wir können uns auch vorstellen, den Van zu vermieten oder halt einfach als ich weiß, oder als Übergangslösung auch da als Zuhause zu haben. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Eigentlich haben wir hier alles, was wir brauchen. Ich meine, klar, in letzter Zeit sind ein paar Dinge hin und wieder mal kaputt gegangen, aber das sind ja Dinge, die sind nicht darauf ausgelegt, über Jahre hinweg jeden Tag benutzt zu werden. Und das sind Kleinigkeiten, die man ja auch wieder richten kann. Genau. Das ist völlig in Ordnung. Und dann, wenn man dem Van mal wieder ein bisschen Liebe gibt, sich dem auch ein bisschen Zeit gibt, dann glaube ich, kann der Van auch noch mal einiges erleben und man kann noch so viel damit machen. Also keine Ahnung, ob es sich lohnen würde, den zu verkaufen, weil also vor allem in Europa würde sich das auf jeden Fall nicht finanziell lohnen. Zu viel reingesteckt. USA haben wir sehr viele gute Angebote bekommen, als wir schon da unterwegs waren. Das wäre vielleicht noch eine Überlegung wert, das Fahrzeug in den Staaten verkaufen zu können. Da muss man halt mit den Regulierungen auch gucken und so. Also ich glaube, Idealfall wäre jetzt aktuell, dass wir den Van noch mal ein bisschen auffrischen und mit nach Europa verschiffen. Wir haben uns natürlich auch schon vor der Reise eingehend damit beschäftigt und wir sind da auf ein Budget von 1500 bis 2000 Euro gekommen. Wir hatten eigentlich auf 1500 gehofft, aber gerade auch mit Kanada, USA, also da oben ist es schon noch mal teurer, da ist man eher über den 2000 Euro als bei 1500. Zentralamerika dafür ist viel günstiger. Da sind wir monatlich unter 1000 Euro gekommen. Genau, und hier kommen wir jetzt etwa so hin auf das und dabei muss man sagen, also bei diesen 1500 Euro oder wie viel das dann auch sind, ist wirklich alles mit drin. Also unsere Steuern, unsere Sozialabgaben, denn wir zahlen immer noch in die Pensionskasse ein, unsere Krankenversicherung, die Autoversicherung und natürlich die täglichen Kosten, die wir haben. Ja. Genau. Also da ist wirklich komplett alles drin. Es ist auch von Land zu Land sehr unterschiedlich. Also vor einem Jahr war Argentinien quasi das günstigste Land auf der gesamten Reise, von dem, was wir von anderen Reisenden gehört haben. Mittlerweile ist es eins der teuersten Länder in Südamerika. Es ist sogar mittlerweile teurer als Chile. Ja. Und Chile hat eigentlich Preise wie etwa in Europa, mehr oder weniger. Also da kann man sich vorstellen, wie viel teurer das geworden ist. Also wir haben hier auch Leute gehört, die sind vor einem Jahr mit 50 Euro die Woche durchgekommen. Mittlerweile kostet ein Wocheneinkauf mindestens 150 Euro. Man spürt halt, wie sich die Bedingungen in einem Land auch ändern können, innerhalb von ein paar Monaten oder von einem Jahr. Also es ist jetzt halt mit der wirtschaftlichen Situation hier in Argentinien, der Inflation und allem nicht mehr so wie vor einem Jahr und auch nicht so, wie wir damals gerechnet hatten. Oder auch Spritpreise können stark variieren. Als wir in Kanada waren die zum Beispiel gerade besonders hoch, dann sind die auch wieder gesunken. Aber solche Sachen muss man halt eben auch einrechnen. Das wahrscheinlich offensichtlichste ist unser YouTube-Kanal und da stecken wir tatsächlich schon sehr viel Zeit und Arbeit rein. Also wir sind 2-3 Tage in der Woche sicher unterwegs, um zu filmen. Ja, und dann kommt natürlich auch noch der Videoschnitt, die Verarbeitung an sich, um das Video dann hochzuladen, die Kommentare zu beantworten dann am Sonntag. Auch die Recherche. Genau. Also, wir versuchen ja die Videos auch informativ zu gestalten. Also versuchen wir schon viele Infos im Vorhinein auch schon zu recherchieren. Es soll nicht hauptsächlich immer um uns gehen, sondern halt wirklich um euch zu Hause die Natur zu präsentieren und auch das Gefühl, wie es ist, hier unterwegs zu sein. Genau, ja. Und deshalb ist es für uns auch sehr viel Zeitaufwand, um solche Videos zu realisieren. Aber wir sind richtig froh, dass wir auch so viele positive Rückmeldungen von euch bekommen und das freut uns sehr. Also. Ja, auf jeden Fall. Also ohne das hätten wir vielleicht schon aufgegeben. Natürlich ist es dann auch schön oder fast notwendig, dass darüber auch ein bisschen was reinkommt bei uns und wir damit auch die Reise finanzieren können. Eine Einnahmensquelle ist dabei die Werbung, die euch angezeigt wird während des Videos. Also die Videos werden ja oftmals unterbrochen, außer ihr habt YouTube Premium. Und bei diesen Werbungen erhalten wir einen kleinen Anteil. Dann haben wir ja auch Kooperationen, wo wir mit Marken und Partnern zusammenarbeiten und deren Produkte euch vorstellen.
ja, sind hauptsächlich auch Produkte, bei denen wir auch dahinter stehen können, wo wir auch einen gewissen Mehrwert für euch zu Hause finden. Und dann gibt es natürlich auch noch unsere Patrons, die natürlich auch noch mehr Content bekommen, die aber auch dafür was bezahlen. Kanalmitglieder auf YouTube, da gibt es auch noch gewissen Content, den wir nicht einfach öffentlich präsentieren. Genau. Und dann eine Sache, die wir seit 1,5 Jahren etwa haben, ist unser Shop. Ja. Zum Beispiel diese T-Shirts oder Hoodie oder auch die Tassen, die wir quasi haben. Und da versuchen wir oder verkaufen wir natürlich auch gewisse Produkte, die wir designt haben oder auch selbst, zum Beispiel die Makramees, die wir haben, selbst geknüpft haben. Also es macht auch total viel Spaß, an diesen Produkten zu feilen. Für den Shop ist es natürlich schön, auch da zu sehen, dass die Produkte, wie wir uns denken, dass sie euch gefallen können, tatsächlich auch gut ankommen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wieder was aus dem Shop rausgeht. Also das ist jedes Mal wieder ein Highlight für uns. Aber schaut gerne im Shop vorbei. Also, sehr gerne. Da gibt es sicherlich noch einiges, was vielleicht euch gefallen könnte. Ja. Und dann haben wir noch 2 Kleinigkeiten. Also das eine ist, wir haben ja noch einen Instagram-Account, der ist einiges kleiner. Aber da versuchen wir auch ein bisschen mehr, den jetzt auszubauen. Und da kommt ein kleines bisschen was rein. Und ein wirklich sehr symbolisches Einkommen haben wir noch aus unserem Blog. Wir haben ja auf der Webseite auch einen kleinen Blog mit Beiträgen über die Reise, Wissenswertes, ein paar Tipps und Tricks. Und da kommt ein bisschen was rein. Also, könnt ihr gerne auch mal reinlesen. Genau. Es ist gar nicht so einfach, einen bestimmten Betrag zu nennen, den wir jetzt monatlich verdienen, denn wir haben schon ziemlich starke saisonale Schwankungen auch. Also zum Beispiel bei YouTube AdSense, was da durch die Werbungen während der Videos reinkommt, hängt sehr davon ab, wann im Jahr diese Werbungen eben geschaltet werden. Und es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie gut unser Video läuft. Und das Video hängt ja dann nicht von der Qualität ab, sondern einfach nur von der Quantität. Wie viele Leute schauen sich ein Video von uns an? Es ist auch etwas, was wir zum Beispiel jeden Sonntag, da sitzen wir vor dem Handy und schauen, okay, im Vergleich zu den letzten 10 Videos, wie läuft dieses Video? Ja. Und wenn es natürlich nicht besser ist, sondern schlechter, dann fragt man sich ja, was war nicht so gut, wieso schauen sich die Leute das Video nicht an? Und das ist schon ein bisschen frustrierend auch. Also ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was jeder selbstständig Erwerbende kennt. Zusätzlich, dass man, wenn man nichts produziert, verdient man nicht. Also wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir einfach keine Lust, um 2-3 Wochen kein Video zu machen, das geht finanziell einfach für uns nicht. Also dann müssen wir die Reise quasi abbrechen. Auch wenn wir jetzt alle diese kleinen Einkommensquellen einrechnen, also zum Beispiel auch beim Shop, da verdienen wir ja auch nicht, also wir verkaufen ja nicht täglich 10 T-Shirts. Schön wär's. Schön wär's. Oder auch bei den Kooperationen, das hängt ja auch saisonal ab, wann die Kunden tatsächlich ihre Integration geschaltet haben wollen. Oder ja, wie viel wir da auch aushandeln können. Das ist ja jedes Mal auch nochmal anders. Ja, aber das sind jetzt nicht Beträge, die man sagt, okay, mit einem Video und einer Kooperation ist der Monat gerettet. Also zumindest nicht in der Größe, wo wir uns jetzt befinden. Ich würde sagen, grundsätzlich kommen wir finanziell hin. Es gibt Monate, in denen wir weniger verdienen, als was wir ausgeben. Das ist einfach so in diesen schwächeren Monaten. Aber dann gibt es eben auch diese stärkeren Monate, die diese Schwankungen ausgleichen können, wo wir ein bisschen mehr verdienen, als was wir ausgeben. Aber im Endeffekt, immer im Verlauf der nächsten 2-3 Monate gibt es dann auch wieder einen größeren Ausgabeposten, der das Geld dann wieder... sei es Reparaturen am Fahrzeug, sei es irgendwelche Attraktionen oder wie jetzt zum Beispiel der Jahrespass für Argentinien oder dann auch irgendwann mal die Verschiffung. Uns hat die letzte Verschiffung fast 4.500 Euro gekostet und das ist dann halt Geld, das wir dann auf die Seite haben, also die Seite legen, um genau diese Kosten dann abdecken zu können. Ja. Ich würde sagen, für ein Leben in Europa reicht es nicht. Nein. Aber wir kommen mit der Reise hin und das bedeutet uns auch schon sehr viel. Ja, genau. Und deshalb abonnieren nicht vergessen und das Video am besten mit Freunden und Familie teilen. Je mehr Leute die Videos ansehen, desto mehr gibt es uns auch die Möglichkeit weiterzureisen und euch tolle Aufnahmen und Bilder nach Hause zu bringen. Genau. Und wenn wir es schon davon haben, von den Bildern und den Videos,
ist ja ein Q&A und wir stellen da gerne auch Fragen an euch und eine hätten wir auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr ja Ideen oder irgendwann Anregungen. mal, genau, Anregungen, hattet mal irgendwas ist euch durch den Kopf, was euch interessieren würde, was ihr gerne mehr in unseren Videos sehen würdet. Wollt ihr mehr aus dem Alltag sehen? Wollt ihr mehr längere, ja, Tieraufnahme ist schwierig, weil wir haben halt nicht in jedem Video einen Puma vor uns. Das kann man nicht planen. Nein. Das wird schwierig, aber vielleicht habt ihr ja genau irgendwelche Anregungen oder einen Stil, der euch besser gefallen würde. Ich meine, klar, wir können es nicht allen recht machen. Ja. Und es gibt schon ein paar Ideen, die wir auch schon hatten und dann haben wir sie wieder verworfen, weil wir dachten, ja, das passt nicht so zu uns oder zu dem Vlog-Format, aber wir hören uns auf jeden Fall gerne eure Ideen an und wir können uns ja verbessern. Also Genau, ja. gibt ja immer Möglichkeiten, was zu verbessern und also gerne eure Anregungen unten in die Kommentare schreiben. Genau. Wir hoffen, wir konnten die meisten Fragen beantworten. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt sie doch unten gerne in die Kommentare, da versuchen wir sie dann noch zu beantworten. Ja. Und sonst würde ich sagen, den Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Schaut auch bei uns im Shop gerne vorbei. Like das Video, kommentiert es und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Hasta luego! Hasta luego!